Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir, wie man das natürlich immer wieder im Titel lesen kann, bei diesem Golf 4 wollen wir einmal das Türschloss austauschen. Hier in dem Fall auf der Beifahrerseite, denn im Tacho wird uns die ganze Zeit angezeigt, dass die Tür auf ist, obwohl die zu ist. Und da befindet sich nämlich hier ein Mikroschalter, den man eigentlich separat tauschen kann, aber es ist auch einfacher, den komplett auszutauschen. Hier, wo diese Kabel durchgehen, hier ist ein Mikroschalter und der signalisiert, dass das Schloss zu oder auf ist. Zudem haben wir noch das Problem, dass das Fahrzeug sich von selbst verschließt. Ich denke, das Problem war auch schon vor diesem Türschlossproblem. Es kann natürlich immer noch Verkabelung sein. Verkabelung haben wir schon geprüft. Die ist in Ordnung, deswegen muss das Schloss einmal neu. Und wie gesagt, das Fahrzeug verschließt sich auch von alleine. Man macht die Tür zu, Schlüssel ist drin und das Fahrzeug geht einfach zu. Oder Schlüssel ist auch draußen. Das wird wahrscheinlich eine separate Geschichte sein. Vielleicht spinnt da irgendwo ein anderes Schloss. Dazu aber später vielleicht mehr. Ja, alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Bedenkt, dass ihr bei diesem Modell, um das Türschloss zu tauschen, etwas längere Torx, Schraubendreher braucht. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch zwei eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Zuallererst müssen wir die Verkleidung hier abmachen. Da versteckt sich hier eine Kreuzschraube, die sehr oft vergessen wird. Hier befindet sich ein Kreuz. Hier unten Torx. Hier unten ein 20er Torx, beziehungsweise 2. Und anschließend müssen wir diese Kappe einmal abmachen, denn dahinter sind auch noch Schrauben. Mit solchen Zierleistenkeilen sollte das eigentlich abgehen. So. Und hier sind 2 Kreuzschrauben. Wenn wir das abhaben, können wir die Verkleidung abmachen. Hier und hier. Hier. Das haben wir ab. Und jetzt mit wieder den Zierleistenkeilen unten einmal rein.
raushebeln. Sehr oft, sehr gerne gehen natürlich Clips dabei kaputt. Deswegen vorsichtshalber ein paar Clips da haben. Kauflink unten in der Videobeschreibung, besonders bei so älteren Fahrzeugen. Und dann das Ganze einmal nach oben. Nicht zu weit, denn wir müssen noch das Seil abmachen für den Türgriff und einen Stecker, 2 Stecker, einmal für die Beleuchtung unten so, hier einmal zu sehen, einmal den Stecker. Seilzug könnt ihr einmal zu sich ziehen und aus dem Haken dann rausholen und hier einmal für die Fensterheber. Hier sehen wir dann auch die ganzen Clips. Heile, 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 heile. In dem Fall alles heile. Und wie wir sehen, hat er 3 Schrauben. Ich habe doch einen übersehen. Den können wir aber heile da dran machen. Ist natürlich nicht schön. Aber der hat unten 3 Schrauben. So. Den hat er natürlich einmal aus der Halterung gerissen. So, und wir holen den halt hier aus der Führung einmal nach oben raus. Das Schwierige ist es dann wieder mit dem Pin und mit dieser Führung vernünftig wieder einzusetzen. Aber das kriegen wir hin. Weiter geht's. Wir müssen diese komplette Platte einmal rausholen. Das Problem ist da drin, Fensterheber ist an dieser Platte mit dran. Und wir müssen die Scheibe lösen. Auf der anderen Seite hatten wir das Problem, dass das Ganze sehr stark oxidiert ist. Das werde ich euch gleich alles einmal erklären. So, wir müssen natürlich Scheibe ein bisschen runter machen, dass wir hier an die Halterungen drankommen. Denn auf der Fahrerseite können wir das Ganze ja noch betätigen. So weit runter machen, dass wir die Schrauben sehen. So, und hier könnt ihr einmal die Halterungen davon sehen. Hier und hier. Und man kann sehen, dass die sehr stark oxidiert sind. Und sehr gerne bricht die Schraube ab, Gewinde geht kaputt und dann hat man ein etwas größeres Problem, dass man Gewinde nachschneiden, bohren muss oder halt neuen Fensterheber holen muss, weil die Scheibe nicht vernünftig festgehalten wird. Wir nehmen einen 30er Torx und lösen. Wir müssen das nicht abschrauben, sondern nur lösen. Ja, hier geht das noch. Denn das sind solche Klammern, besser gesagt, die die Scheibe festhalten. Und das Ganze müssen wir nur lösen, nicht abschrauben, sonst fällt euch die andere Seite runter. So, wenn wir das gelöst haben, können wir eigentlich die Scheibe nach oben ziehen. Das Ganze müssen wir nur trocknen, weil wir sie oben festkleben müssen. Und wir sollten jetzt die Scheibe nach oben bekommen. Yes. So, alles einmal gut festmachen, damit uns die Scheibe nicht runterknallt, wenn wir die Halterung alles draußen haben. Probieren es mal, denn das wird egal sein. So.
Der ganze Teil muss, glaube ich, das muss auf jeden Fall ab. Das muss nach innen und im Prinzip alles einmal abschrauben. Die ganzen 10er Schrauben. So, das Ganze ist hier ein bisschen verklebt. So. Hier haben wir nämlich noch die Pinne. So. Jetzt müssen wir hier einmal alles so. Und den Teil einmal nach unten. So, und das hier ist nämlich die Schwierigkeit. So und so. Dann haben wir den Teil schon mal ab und jetzt den Stecker von dem Stellmotor. So. Dann haben wir hier schon mal alles ab. Normalerweise soll das hier halt so mit ab. Aber der ist hier fest vernietet. Also der muss hier dran bleiben. Aber dann kann man hier, wenn man diese Niete ab hat, aber da kommst du halt einfach nicht dran. Deswegen müssen diese Pinne hier immer ab, aber die sind immer so fest. Ich weiß echt nicht, wieso hat man hier nicht einfach eine Schraube gemacht und gut ist. Dann hätte man die abgeschraubt und fertig. Das ist wieder da vernünftig dran zu machen, aber die hat relativ wenig was zu sagen. Aber ist natürlich ärgerlich, wenn man das so abmachen muss. So, wir haben alles ab. Jetzt müssen wir den Türgriff abmachen und das Schloss rausholen. Dann geht es weiter zum Türgriff. So, kommen wir zum Türgriff. Wir machen hier einmal diese Kappe ab. Und wenn wir dann hier reingucken, sehen wir hier eine Torx-Schraube, die sich nicht rausschrauben lässt, sondern nur lösen lässt. So, dann kommt das auch. So, und lösen das Ganze. Also die Tür offen, die ganze Zeit durchziehen, dann habe ich das auch lösen. Irgendwann kann ich nicht. So. So, damit ist gemeint, ihr haltet den die ganze Zeit gezogen und dreht dabei das Ganze auf und irgendwann könnt ihr diesen Teil hier rausholen. So, und irgendwann kommt die Geschichte dann raus. Denn hier ist einmal so ein Ring, der sich hin und her dreht. Und dann kriegt man das Ganze einmal raus. So, wenn wir das abhaben, haben wir hier einmal so einen Seilzug, was wir abmachen. Und damit haben wir das Ganze schon erledigt auf der Seite. Dann bleiben jetzt nur noch 2 Schrauben übrig mit einem M8 Vielzahn. Die Geschichte einmal ab.
Ich denke mal, das ist noch das originale Schloss. So, dann haben wir das Schloss raus. So sieht das dann einmal im ausgebauten Zustand aus. Jetzt müssen wir den umbauen, das Seil hier umbauen und können das Schloss wieder einbauen. Was ist es? Es ist ein originales. Wenn wir das Ganze wieder umgebaut haben, dann können wir das Ganze natürlich auch wieder zusammenbauen, logischerweise. So sieht das Ganze dann einmal umgebaut aus. Also nur aufpassen, dass das Seil für den Türgriff auch vernünftig rausguckt und auch richtig rum verbaut ist. Das werdet ihr spätestens merken, wenn ihr, man kann das Seil nämlich einmal andersrum machen, sodass dieses Plättchen auf den Türgriff nicht drauf kommt, aber das werdet ihr schon merken. So. Zeige ich euch aber gleich. So, einmal fest. Jetzt machen wir Türgriff wieder fest und die komplette Geschichte. So, ich habe das Ganze jetzt einmal richtig schön hell gemacht und hier könnt ihr nämlich Folgendes beobachten. Ihr habt hier nämlich die Möglichkeit, Türgriff auch einzustellen. Und zwar, wie schnell dieser Seilzug hier gezogen werden soll. So, einmal Griff komplett rein und hier das Seil muss natürlich richtig rum sein, sonst könnt ihr das da nicht reinsetzen. So, voll rein, zu sich ziehen und da rein. Dann könnt ihr hier das Spiel einstellen, wann die Tür aufgehen soll. Ihr könnt das noch strammer machen, wie ihr wollt. So, jetzt zum Beispiel, genau, wie weit ihr ziehen wollt. Damit die Tür aufgeht. Natürlich nicht zu weit. So. Und das Ganze jetzt zu sich ziehen, den reinsetzen, zu sich ziehen und das Ganze wieder festschrauben. So, und dann geht er auch wieder normal rein. Also wichtig ist es wirklich hier darauf zu achten, dass halt, wenn ihr diese Schraube hier lösen wollt, Türgriff zu sich ziehen und lösen. Und dann auch natürlich, wenn ihr den wieder festschrauben wollt, Griff ziehen und festschrauben und dann wieder loslassen. Das ist ganz wichtig. Kappe wieder drauf. Hier könnt ihr jetzt auch ganz viel Dreck sehen und Oxidation. Das ist nämlich hier von den Fensterhebern. Denn wie ihr sehen könnt, ist das Ganze sehr stark oxidiert. Das könnt ihr schmieren. So wird das Ganze hier festgehalten. Ihr seht, die sind so, wo die Scheibe reingeht und dann zieht ihr das Ganze wieder zusammen. Und die Schrauben oxidieren hier natürlich sehr gerne. Feuchtigkeit, die Dichtungen sind alle nicht mehr so ganz dicht. Das bedeutet, das Ganze auch mal schön schmieren. Und auch mal Fensterheber angucken, weil die auch natürlich sehr gerne, sehr oft brechen. Und wie es aussieht, ist das immer noch das Originale. Und die Führungen kann man auch mal hin und wieder schmieren und fetten, damit das Ganze leichter geht. So, das Ganze könnt ihr nämlich auch vernünftig einmal gut durchpusten, denn über die Jahre sammelt sich hier natürlich sehr viel Mist. Und die unten unter der Tür sind solche kleinen Löcher. Der Ablauf, den könnt ihr auch mal durchpusten, da sammelt sich nämlich sehr viel Dreck, denn hier sammelt sich Wasser, Kondenswasser, was auch immer, Regenwasser von der Scheibe und das soll unten rauslaufen. Wenn das verstopft ist, macht es das nicht und das Ganze gammelt hier von innen. Man kann natürlich hier auch Hohlraumversiegelung reinmachen, was auch immer. Die Führungen kann man einmal unten sauber machen für die Scheibe, für hoch und runter.
Ja, wir haben das Ganze einmal ausgepustet, die Löcher einmal sauber gemacht und mit Hohlraumversiegelung. Das muss hier alles trocken sein, um das Ganze zu machen. Ja, wir werden das so lassen. So, jetzt kommt der ärgerliche Teil, denn wir müssen das Ganze hier jetzt wieder vernünftig reinmachen. Und so den Teil werden wir nicht mehr reinmachen, denn der ist unnötig. Das wird eh nicht gut halten. Das lassen wir mal den Teil. Ja. Und bauen das Ganze wieder rückwärts zusammen. Denn wir müssen das hier und das hier alles irgendwie zusammen hier durchbekommen. Stecker natürlich nicht vergessen. Den haben wir als erstes abgemacht. Den machen wir als erstes auch wieder drauf. Denn der wird sehr häufig vergessen. Bei diesen ganzen Spielereien hier. So. 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 Hier sind zwei Führungen. Hier und hier. Und hier müssen wir das Ganze. Jetzt müssen wir die Scheibe wieder vernünftig reinsetzen. Und das sollte eigentlich alles passen. Dann können wir den Stecker drauf machen für den Fensterheber. So. So, so, so. So, dann Scheibe runter. Jetzt natürlich darauf achten, dass der sich vernünftig in die Scheibe, in die Führung gesetzt hat. Das hat er nämlich. Und müssen natürlich ein bisschen hochdrücken. So. Sollte das jetzt passen. Jetzt machen wir noch den Testlauf. Einmal hoch runterfahren. Man kann das Ganze auch erstmal nur leicht festziehen, hochfahren, damit die wirklich komplett bis zum Anschlag hochgefahren sind. Oder wie ich hier von unten einmal draufdrücken, auf Spannung halten und festziehen. Sollte auch funktionieren. Fahren wir das einmal hoch und runter. So, bevor wir die Tür schließen, testen wir natürlich, dass die Tür auch wieder aufgeht. Das geht schon mal, zack und zack. Das ist doch schon mal gut. Ja, dann Verkleidung drauf. Und das war's. Das haben wir hier drauf. Nicht vergessen, Seilzug. Vergessen.
So, wenn wir die zwei fest haben, Abdeckung wieder drauf und die drei, die eine Schraube hier seitlich, die Kreuz. So. So, das war's mit der Tür. Ja Leute, und so kann das Ganze einmal aussehen, wenn man so einen Stellmotor, wenn man so ein Türschloss wechseln möchte. Ich hoffe, mit diesem Video habe ich dem einen oder anderen weitergeholfen. Das ist vergleichbar mit VW Bora. Der Golf ist übrigens 2003. Das ist natürlich vergleichbar mit dem VW Bora, mit dem VW Jetta, VW Polo. Grob gesagt ist es fast gleich. Ansonsten könnt ihr sehr gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Kauflinks alles unten in der Videobeschreibung. Und schreibt natürlich immer wieder gerne unten in die Kommentare, was ihr noch an Videos sehen möchtet. Würde mich mal interessieren. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.